Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage. Ich habe die Intuitionskarten von Martin Zoller am Start und wir schauen, was sie für das Kollektiv für eine Botschaft kriegen. Welche Energien sind verfügbar? Was darf ich dem Kollektiv weitergeben? Ja, Harmonie möchte einkehren. Irgendwas ist in Disbalance oder nicht im Gleichgewicht. Etwas fühlt sich nicht gut an. Es braucht irgendetwas mehr Ruhe. Die Antworten sind im Innern zu finden. Also sucht nicht so im Außen, wenn irgendetwas nicht in Harmonie ist. Und wir haben hier die Straße des Erfolges. Unten am Deck ist noch die Karte Durchbruch. Ich muss es leider ein bisschen weglegen, sonst reicht mir der Platz hier nicht aus. Was hier schon mal liegt, ist so, dass die Karte des Erfolges eigentlich schon sagt, wir können entspannen, ne? Komm wieder zur Harmonie, finde zu dir selbst zurück. Denn das, was wir hier erreicht haben, das haben wir eigentlich uns so auch vorgestellt. Und da ist viel Bewältigungsarbeit geleistet worden. Die Zukunft lässt noch auf sich warten. Deshalb genießen wir die Gegenwart und sind mal ein bisschen stolz auf uns. Und mit dem Durchbruch kommt vielleicht etwas hoch, das wir in dieser Art und Weise so nicht erwartet hätten. Da sind Zeiten mit dabei, ne? Zeitangaben, längere Zeiten. Und hier knallt es durch. Ne? Hier wartet man noch so, bis man entspannt sich, man hat viel gegeben. Und mit dem Durchbruch ist es so, dass es fertig ist und eingesetzt werden kann. Ne? Man hat es geschafft, man hat das Gefühl, ich habe das erreicht, was ich wollte. Und hier kommt eine riesen Entspannung in die Situation. Schauen wir ein bisschen weiter. Die Veränderungen der nächsten 14 Tage. Hier hat man schwer gearbeitet an irgendwas. Es kann mental sein, es kann an Themen sein. Irgendetwas hat Kraft gekostet. Möglicherweise handelt es sich auch um den Arbeits- oder Berufsbereich. Mit dem Anker, ne, haben wir ja auch immer das Gleichgewicht, tatsächlich. Das kann jetzt an die Selbstständigen gehen. Ich sage einfach wieder alle Szenarien. Das kann an alle gehen, die mit den Ämtern der Arbeit zu tun haben zum Beispiel. Oder jemand, der schwer gearbeitet hat an trennenden Prozessen, an Trennungen. Möglicherweise ist es auch eine Situation, wo man sich von der Arbeit rausnehmen kann. Oder wo man sagt so, ich habe jetzt hier meine Mauern gesprengt an den Themen, an denen ich arbeiten kann. Hier kann sich etwas einstellen, was mir Glück zurückbringt. Möglicherweise ist hier ein Thema, das Oberflächlichkeit eine Rolle gespielt hat. Das heißt, dass man nicht genug Tiefe erfahren hat in seinen Themen. Die sind ja bei allen anders. Man hat das Gefühl gehabt, man ist nur kurz glücklich. Ein Neubeginn steht nicht an. Die Kindertage sprechen im Unterbewusstsein mit uns. Vielleicht gibt es Themen, wo wir wissen, etwas braucht eine neue, kindlichere Energie. Aber die Mauer ist zu groß. Hier ist es sogar so, dass das, was ich hier sehe, durchbrechen kann, dass man einen Glaubenssatz der Kindheit sprengen kann. Hier sind Neubeginne in Kürze und in mehreren Lebensbereichen möglich. Es kann ja auch unsere Kinder betreffen.
Das finde ich jetzt auch sehr spannend, ne? Denn hier liegen die Blumen im Hause der Vergangenheit. Und die Karte des Erfolges sagt eigentlich, du hast schon erarbeitet, erschaffen und du darfst dich jetzt zurücklehnen. Du darfst dich aus den Ergebnissen der Vergangenheit hier zurücklehnen und dich auf die Straße des Erfolges freuen. Denn hier hast du alles getan, was du kannst. Und dann kommt die Ernte sozusagen. Hier ist die Herausforderung oder die Schwierigkeit, die es gab, nochmal präsent. Denn wenn du hier ein Ziel erreicht hast, ne, du hast alles getan, du darfst dich jetzt ausruhen, dann hast du hier diesen schicksalshaften Neubeginn. Wenn ich den hier so einmal rundherum angucke, dann bringt er dir hier Glück mit und Geschenke und den Erfolg, ne? Man erkennt sozusagen auch die Schwierigkeit der Situation. Es gibt Einflüsse, die hier nicht kontrollierbar sind, ne? Meint es das Schicksal jetzt halt mal gut. Endlich. Hier sind karmische Prozesse am Ende, auch so ein karmischer Zyklus, den man schon so mit allen Erinnerungen des Kinderdaseins mitgeprägt hat. Wir stehen hier stabil, ne? Das ist unser Haus, da legt sich das Haus rein. Da ist die Grenze, da ist da, wo ich die Tür zumache. Da ist mein Fundament, das ich mir aufgebaut habe, vielleicht auch schon seit der Kindheit immer wieder, peu à peu. Da sind aber auch so eingefahrene Muster, ne? Auch das ist eine Kindheitsprägung. Immer weitermachen zum Beispiel. Nicht nachlassen. Ja, nicht ausruhen. Sowas alles könnte das sein. Auch das ist bei uns allen anders. Es kann ja auch um Neubeginne im häuslichen Bereich gehen, der Arbeit, der Selbstständigen auch. Und alles, was mit den Ämtern und Behörden zu tun hat. Hier sind Hindernisse, die kommen aus dem Umfeld, ne? Blockaden. Wir haben hier diese Energie, die sagt, du hast alles getan, du kannst nicht gegen jedes Hindernis anlaufen. Manchmal muss man auch entspannen, ja? Ein bisschen abwarten, sich zurücklehnen auf das Bauen, was man schon erreicht hat. Ja, es sind sehr viele Themenkarten dabei. Man hat hier vielleicht diese Befürchtung, etwas hört nie auf, etwas dreht sich im Kreis. Wenn ich weitergehe, einen Schritt, blockiert es wieder. Wir haben alles, was mit Verträgen, Verbindlichkeiten, Verbindungen zu tun hat. Und wir haben hier die Genesung. Die Schlange ist für mich hier die Genesung. Unten am Deck haben wir die Veränderungen und die Wege auch, die entstehen durch diesen Prozess. Das heißt, hier kann auch ein Thema sein, dass man sich aus einer Mutter-Themen-Situation, ne, die Bindung hier befreit. Man häutet sich irgendwie raus, man legt eine Last ab. Was ich hier auch sehe, ist eventuell hilfreiche Personen, ja, die hier, das ist die Karte in der längeren Zukunft auch, eine Rolle spielen. Wir haben hier eine weibliche Person, die genesende Eigenschaften mitbringt. Vielleicht ist das auch etwas in uns selber. Es
kann ja auch eine Aussöhnung sein mit der Vergangenheit im Prinzip, ne? Wo man immer gedacht hat, es hört nie auf, das verfolgt mich ewig. Und hier kannst du dieses Kreuz ablegen. Das geht hier an alles, was mit Verträgen am Haus, am Beruf, an der Selbstständigkeit, mit den Ämtern und Behörden zu tun hat, wo es eben Blockaden gibt, Hindernisse, Schwierigkeiten, wo man viel dafür getan hat und gearbeitet. Wir haben die Arbeitskarte in der Mitte. Möglicherweise findet hier auch jemand sehr viel besser an diesem Punkt, an diesem Platz, auch an dem er sein soll. Es geht nämlich außer um die Arbeit, auch um die Berufung und die Verbindlichkeit. Wie lebe ich diese? Hier ist sehr viel mehr Potenzial für uns zur Verfügung. Es sind ungenutzte Talente, die hier liegen. Dinge, wo wir denken, da brauche ich gar nicht erst anfangen, mir reicht die Kraft nicht oder ich bin nicht gut genug. All diese Dinge, die können hier mitspielen. Guck mal, hier unterm Deck haben wir nochmal den Erfolg. Hier ist ein Punkt, an dem wir diesen Durchbruch haben. Der Vulkan, der bricht hier auch durch. Das ist etwas, was unter der Erde pulsiert und dann mit einem Karacho nach oben kommt und verfügbare Energie ist. Hier kann zum Beispiel auch ein großer Druck sein. Es hat sehr viel mit den Prägungen zu tun, die wir haben. Vielleicht ist man emotional unter Druck. Wir haben ja hier die Karte der Harmonie, ne? Hier möchte sich was harmonisieren und wenn du unter Druck stehst und angespannt bist, möchte irgendwas nach außen dann auch. Es kann auch so emotionaler Stress sein oder etwas, was einen sehr berührt, das sehr tief sitzt oder greift. Möglicherweise auch Zweifel, ne? Aber hier kommt eine gewaltige Energie durch, die uns erlaubt, unser ganzes ungenutztes Potenzial. Der Turm ist ja auch das, was wir nach innen behalten, das, was wir nicht nach außen tragen. Eine Mauer, die wir nicht sprengen können, die kommt hier durch. Mit dieser Erfolgskarte hier aus diesem Deck stellen sich die Zeichen dann auf Zufriedenheit, Wohlbefinden und Erfüllung. Und man steht sich hier ein Stück weit auch selbst im Weg, ne? Weil man zu viel Zweifel hat, weil man nicht bereit ist, seine ganzen Berufungsgebiete anzugucken oder zu leben. Hier öffnen sich Tore, bei denen Triumphe möglich sind. Es geht darum, zufrieden zu sein, ne? Eine Sache, die aufwühlend war, wieder in die Zufriedenheit zu bringen. Und es geht auch darum, hier zu gucken, wo sind vielleicht auch bedeutungslose Dinge, denen wir nicht so viel Zuwendung geben, ne? Man nimmt es so wahr, das ist diese Oberflächlichkeit hier. Und das ist zu klein, um dass es eine Veränderung mitbringen könnte. Aber am Ende ist das Kleine das, auf was das Große hier aufbaut. Also wir dürfen hier auch die kleinen Dinge, die sich verändern, begrüßen, damit das Große sich vermehren kann. Hier werden gute Resultate entstehen. So, dann nehmen wir noch ein Krafttier. Nächste 14 Tage. Das sind mir zu viele. Ich will 1. Ja, wunderbar. Da kommt die Grille. Die haben wir in der letzten Zeit auch schon mal gehabt. Und zusammen mit der Harmoniekarte passt es wunderbar, denn die Grille zirpt, um unser Gedankenkarussell zu unterbinden, um Erholung reinzubringen ins Leben, um Zeit zu haben für andere Menschen auch,
mit denen man zusammen ein gemeinsames Potenzial nutzen kann. Das hätten wir hier. Also hier ist der Moment, wo man sich einfach darauf vorbereitet. Ne? Man hat jetzt hier so einen Abschluss, man hat alles dafür getan und jetzt ist die Zeit, wo man sich zurücklehnt und das ist wie Urlaub machen oder so, ne? Wo Erholung stattfindet, wo man das Leben genießt, wo man schöne Zeiten auch erleben möchte, wo man sich guten Gefühlen öffnet oder wo man auch gute Gefühle wieder einlädt, ins Leben zu kommen, ne? Jeder Augenblick ist einzigartig, auch wenn er nur so klein ist und uns ein bisschen Freude schenkt. Vergesst das nicht. Ich merke das bei mir auch, wenn ich so in einem angestrengten Tunnel drin bin, dass ich das gar nicht wahrnehme. Und das ist ganz gut, dass die Karten uns das immer wieder auch aufzeigen. Okay, gucken wir noch ein Vögelchen, dann lassen wir das so stehen. Der Eisvogel. Ich verhelfe dir zu mehr Romantik, Liebe und Freiheit. Fürchte nicht das Unbekannte. Lerne immer wieder neue Dinge. Behalte einen offenen Geist und die neuen Dinge werden zu dir kommen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis Dienstag.